Benni, ja, wir haben es ja gerade gesagt, wir sprechen im Vorfeld des DFB-Pokal-Viertelfinals. Borussia Dortmund kommt nach Leipzig. Zweimal durften wir schon spielen gegen Dortmund, also durchaus ja besonders, dreimal so ein Spitzenspiel zu haben gegen den Club. Vielleicht fangen wir am ersten Spiel an. 3:0 im September. Erinnerst du dich noch dran, wie es lief? Ja, klar. Ich glaube, es war das erste Spiel von Marco Rose. Man hat gemerkt, dass ja, so ein bisschen so eine Euphorie da war. Wir sind direkt drauf, haben gepresst. Dortmund hatte sehr viele Schwierigkeiten im Spiel. Domi hat ein Traumtor gemacht. Am Ende verdient er 3:0 Sieg und ich glaube auch, dass wir da ja, gezeigt haben, wie viel Qualität wir haben. Ich glaube, wir sind aus einer nicht ganz einfachen Phase gekommen und haben dann gegen Dortmund gespielt und ja, gezeigt, was wir können. Was also völlig, klar gerade schon durch, so die Kernszene des Spiels, das Tor von Domi. Vielleicht beschreibst du es uns nochmal. Ja, Momo, ich weiß nicht, ob er den Ball gewonnen hat, auf jeden Fall zu Domi gespielt. Domi nimmt den Ball, glaube ich, einmal an, guckt hoch und schießt ihn da oben rechts im Weg mit seiner Schusstechnik. Heftiges Tor. Ich glaube auch, wenn er nochmal so schönere Tore schießt, pusht einen das auch nochmal mehr. Was macht's dann was macht die Duelle so besonders? Liegt es dann daran, weil Dortmund einfach ein Gegner auf Augenhöhe ist, ein Gegner, mit dem man sich gerne misst, weil es eben immer meistens ja oben an der Tabelle ist? Oder woran liegt es? Ja, auf jeden Fall an den Punkten, die du gesagt hast. Ich würde noch sagen, dass die Fans auch eine Rolle spielen. Ich glaube, das kann man auch so offen ehrlich sagen, dass Dortmund schon echt gute Fans hat. Und auch wenn man dort im Stadion spielt, ja, will man schon so gegen diese gelbe Wand ankämpfen und will dann ja unbedingt gewinnen. Ich glaube, auch im Rückspiel jetzt in der Bundesliga haben wir echt ein gutes Spiel gemacht in Dortmund. Haben diesen Kampf mehr oder weniger angenommen. Leider verloren, aber ich glaube nicht, dass wir uns für diese Leistung irgendwie verstecken müssen. Du sagst, dass wir noch ein bisschen genauer reden über das Spiel in Dortmund. Noch gar nicht so lange her. 1:2 am Ende knapp verloren. Ich glaube, gerade in der Schlussphase war deutlich mehr drin und man hat das Gefühl, wir sind am Drücker, wir hätten es vielleicht sogar gewinnen können. Du warst von Beginn an dabei. Vielleicht sagst du nochmal, ja, woran lag es? Was war vielleicht am Ende der Knackpunkt? War es das Spielglück oder woran lag es? Ja gut, ich glaube einfach, dass wir in dem Spiel eine Menge Chancen hatten, die nicht genutzt haben und Dortmund dann ja, durch einen Elfmeter und einen abgefälschten Schuss 2:0 in Führung geht und wir stehen dann da und wissen selber nicht genau, was passiert ist. Ich glaube auch, wir hatten auf jeden Fall eine Menge Chancen und ja, ich glaube, am Ende müssen wir uns einfach vorwerfen, dass wir Chancen nicht genutzt haben und Dortmund dann gewinnt und die jetzt vor uns in der Tabelle stehen. Also man merkt zwei Duelle, die noch fest bei dir eingebrannt sind. Ja, kann man ja noch sagen, also ich habe immer so das Gefühl, als Pokalsieger geht man ja, haben wir gesagt, mit weiter Brust in dieses Duell. Macht man sich da auch persönlich so ein bisschen Druck zu sagen, naja, Viertelfinale ist zwar ganz nett, aber es sind eben noch 2 Schritte bis zum Finale. Also das muss jetzt schon noch wieder her dieses Jahr. Nee, Druck gar nicht. Das ist natürlich das Ziel und auch der Anspruch, aber ich glaube, wenn du dir selber Druck machst, dann verkaufst du auch ein Spiel, dann bringst du nicht die Leistung, die du eigentlich abliefern kannst. Solltest dich wirklich nur aufs Spiel konzentrieren und nicht auf das Ergebnis oder was dabei rauskommt, sondern ja, deine beste Leistung abrufen und dann ja, versuchen, da umzuschlagen. Beste Leistung rufst du ja auch in den letzten Monaten absolut ab. Der Trainer lobt dich mehrfach. Du hast gerade gesagt, du hast auch von Beginn an in Dortmund gespielt, kennst die Geschichten aus dem Pokal vom Vorjahr. Wie kannst du dazu beitragen, dass wir ins Finale einsagen und was macht dich aktuell so stark? Wie ich dazu beitragen kann, ich glaube einfach konstant diese Performance abzurufen, der Mannschaft zu helfen, wenn es geht, natürlich auch mit Vorlagen oder Toren, was im Pokalwettbewerb bei mir eigentlich ganz gut klappt. Ich glaube, letztes Jahr im Halbfinale gegen Union Berlin habe ich eine Flanke geschlagen auf Emil in der letzten Minute, wo wir dann weitergekommen sind. Jetzt dieses Jahr im Pokal gegen Hamburg getroffen, auch mit links. Ja, ich glaube, der linke Fuß hilft uns im Pokal dann weiter von mir. Und worauf es ankommt, ich glaube einfach, dass wir ja, kompakt stehen müssen, wie ich schon gesagt habe, verteidigen müssen, auch aggressiv dagegenhauen müssen und dann werden wir die Chance nutzen, werden wir auch gewinnen. Vielleicht kannst du es ja gleich dann im Pokal bestätigen, wie du schon gesagt hast, mit deinem linken Schuss. Vielleicht netzt du mal wieder einen rein. Abschließend vielleicht noch, du hast vorhin schon gesagt, ja, ausverkauftes Haus, war es schon im Hinspiel zu Hause, besondere Atmosphäre gegen Dortmund, jetzt wird es vielleicht noch besonderer, weil Pokal, Viertelfinale, wenn du so einen Appell ausrichten könntest an die Fans, nochmal den Support einzurufen, zu sagen, hey Leute, das ist ein besonderes Spiel, wir brauchen euch, weil am Ende kommt es ja genau darauf an, dass wir gemeinsam zusammenstehen, mit den Fans im Rücken, uns einpeitschen und eben gegen Dortmund die beste Leistung bringen. Ich glaube, die meisten Fans, die letztes Jahr beim Spiel dabei waren gegen Union Berlin, die wissen, was so eine magische Pokal noch ausmachen kann. Die wissen, wie wichtig es auch ist, diesen Support zu fühlen. Meine Familie war auch da, letztes Jahr gegen Union Berlin, und die haben gesagt, es war die beste Stimmung, die sie jemals erlebt haben in Leipzig.
und natürlich auch der perfekte Spielablauf, dann 1-0 hinten und dann in der letzten Minute kommen wir dann ins Pokalfinale durch Emil. Und ich glaube einfach, dass wir diese Stimmung wieder brauchen, dass wir die Fans auch brauchen. Weil ich kann auch ehrlich sagen, dass wenn das extrem pusht, auch auf dem Platz, man kommt es mit. Und das ist etwas, wo Fans und Mannschaft dann zusammen sind und dann zusammen auf Dortmund versuchen zu schlagen. Das klingt sehr gut. Ich hoffe, die Family ist wieder eingeladen und wir können die Stimmung nochmal toppen gegen Dortmund. Vielen Dank dir, Benni. Danke dir.